Also Lebensentzug heißt einfach, du machst Schaden und davon kriegst du Leben zurück. Also ich habe zum Beispiel Lebensentzug 0,8. Das heißt, wenn ich 10.000 Schaden mache, kriege ich 800 Leben. Wobei, ne, so, Schwachsinn. 80 Leben. Ich wollte schon sagen. So heftig ist es leider nicht. Ne, 0,8, ja. So funktioniert's. Also bei 10.000 80, bei 100.000 800, bei 1 Million würdest du 8.000 bekommen. Wobei kaum jemand 1 Million Schaden machen dürfte. Etc. Hat also nichts mit einem Damage zu tun. Das ist einfach nur Heilung für Schaden. Hast du gesehen, bei den 150er Waffen geht es bis 1,6 hoch. Die 150er Waffen haben keinen Lebensentzug standardmäßig. Nur als Bonus-Roll. Also kann sein, weiß ich jetzt nicht auswendig. Der Höchstwert, ja. Aber das sind diese Bonus-Stats. Also die sind ja random. Also es ist höchst unwahrscheinlich, dass du da jemals den Höchstwert haben wirst. Also du gibst halt sehr viel Geld dafür aus. Also kommt halt drauf an, welche Stats man haben will. Und vor allem, wie viel Geld man ausgeben will oder wie viel Geld man hat. Weil das kann sehr teuer werden, wenn du was Bestimmtes haben willst. Oder wenn du den Höchstwert von irgendwas Bestimmtem haben willst. Das kann sehr, sehr teuer werden. Das macht eigentlich kaum jemand. Die meisten geben sich schon mit deutlich schlechterem zufrieden. Aber ja, für Blade oder für 1v1 und so ist natürlich Lebensentzug schon geil. Also eigentlich für jede Klasse. Es ist eigentlich auch wirklich bescheuert, dass sie den Stat entfernt haben. Vor allem bei den 1v1-Waffen, bei Dusakas Crystal. Also lass mich nicht lügen. Aber das ist ja zum Beispiel PvE und PvP, Betäubungswahrscheinlichkeit und so ein Scheiß. Und ich denke mir halt so, ey, das haben sie doch absichtlich gemacht. Solche absoluten Müll-Stats, die, ja, okay, im PvP ist es vielleicht gar nicht so bad, aber im PvE... ich war schon immer ein Stonehand-Hater. Weil ich mir schon immer gedacht habe, also ganz früher, als man ohne Buffs gelevelt hat teilweise oder halt mit absolutem Newbie-Equipment und so, mit NPC-Equipment und schlechten Buffs und ohne RM und so. Ja, da war Stonehand hilfreich und gut, ne? Weil das Monster dich halt dann nicht hitten konnte, du musstest nicht fooden und pipapo. Also so 2007 oder so, ja. Aber heutzutage finde ich es Stonehand so useless, weil ich meine, selbst wenn mir das Monster Schaden macht, erstens heile ich mich mit jedem Auto-Attack. Und es ist unwahrscheinlich, dass mir das Monster so viel Schaden macht mit wenigen Hits. Wie gesagt, als 1v1 halt vor allem. Dass ich da wirklich in Bedrängnis komme. Im schlimmsten Fall fool ich halt oder habe sowieso eine M hinter mir und heal mich halt einmal oder so. Aber normalerweise crittet man die Viecher ja sowieso. Zack, zack, Crit. Monster liegt in der Luft. Monster kann sowieso nicht mehr angreifen. Und im besten Fall stirbt es auch mit 3-4 Schlägen. Sodass es gar nicht die Gelegenheit hatte, ich überhaupt mehr als einmal zu hitten. Also... Und deswegen habe ich schon immer so, also ich meine, ja, Stonehand ist nice. Also grundsätzlich. Aber halt irgendwie auch useless, weil man es so gut wie nicht braucht. Bei Bossen funktioniert es gar nicht. Bei Giants funktioniert es eingeschränkt. Das war schon immer ein Stonehand-Hater eigentlich. Also die ganzen letzten 10 Jahre oder so. Schon immer gesagt, dass Stonehand für mich kein wirkliches Argument ist, BP zu spielen, weil das Skill halt einfach 90% der Fälle useless ist. Und wie gesagt, in dem Beispiel PvE, PvP-Betäubung. Also in PvP, zugegebenermaßen, da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute das feiern, dass es da drauf ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber im PvE ist es auf jeden Fall Trash. Und im PvE lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, die meisten Leute hätten definitiv lieber Lebensentzug weiterhin drauf gehabt, als so ein Scheiß. Oder vergiften oder was es da alles für Sachen gibt. Ich weiß, ich kenne die Stats jetzt nicht alle auswendig. Aber es ist schon ein heftiges Downgrade. Also ich denke, die allermeisten Leute würden schon lieber wieder weiter mit Lebensentzug, ohne dass es ein Bonus-Stat ist. So musst du halt quasi sagen, entweder ich entscheide mich für maximal Schaden. Maximaler Schaden wäre in den meisten Fällen PvE-Schaden und Angriffskraft oder PvE-Schaden Crit Damage. Eine von diesen Kombis. Wenn du Damage maximizen willst, aber hast dann halt den Nachteil, dann hast du halt wirklich keinen Lebensentzug mehr und dann musst du halt immer healen und oder fooden, weil du dich mit Auto-Attacks halt gar nicht mehr heilen kannst. Und das finde ich halt blöd. Weil das heißt, jeder muss sich entscheiden, gehe ich lieber auf maximalen möglichen Schaden
Oder aus so hohen Scharen wie möglich. Oder halt gönne ich mir lieber den Luxus, die Bequemlichkeit und rolle oder lasse, wenn ich Lebensentzug rolle, den stehen. Finde ich halt irgendwie scheiße. Das haben sie natürlich auch voll mit Absicht gemacht. Sehr klar. Weil die Leute jetzt nicht nur auf Damage rollen, sondern auch auf Lebensentzug.